Hallo liebe Freunde, und hier haben wir wieder ein ganz besonderes Highlight. Ein Mercedes G500 Final Edition ist einer der letztgebauten Fahrzeuge. Da gibt es nur 200 Exemplare, und dieser hier, den wir hier euch präsentieren können, ist in der Farbkonfiguration, ist vollkommen einmalig. Gibt es nur ein einziges Mal. Das Auto ist aus erster deutscher Hand und hat original 65.000 Kilometer circa gelaufen. Ich hole mir noch mal kurz meinen Flyer. Läuft in der Spitze 210 Stundenkilometer, ist also richtig schnell. Das ist ja ein G500 mit einer Benzinmaschine von fast 400 PS und 8 Zylindern und ist, wie gesagt, äußerst rar. Jetzt gehen wir mal kurz zum Inneren des Fahrzeuges. Ich öffne euch mal die Tür, ich zeige euch das mal. Ich gehe nun hinein. Dieser Wagen hat erlesenstes Leder, fein gestickt, wie man hier erkennen kann, hat hier eine Sitz-Memory-Funktion mit drei verschiedenen Speicherkapazitäten. Elektrisch geschlossen von innen hat er, sowieso Servolenkung, weil der Wagen wiegt, glaube ich, ungefähr 2,5 Tonnen. Tonnen ist natürlich ein Schwergewicht, und wer sich so einen tollen Wagen leisten möchte, also er verbraucht mit Sicherheit 17 bis 20 Liter. Wenn man ihn natürlich auf der Autobahn nur 120 fährt, dann verbraucht er wahrscheinlich deutlich weniger. Hier ist Tachometer, geht bis 260 Stundenkilometer. Daran sieht man schon, wie schnell so ein Wagen sein kann. Er hat hier den Drehzahlmesser, der bis 6.500 Umdrehungen funktioniert. Und hier das Feine von Mercedes, in Leder gut eingefasste Lederlenkrad mit sämtlichen Funktionen, die bei den aktuellen Modellen auch verfügbar sind. Das heißt also, es ist ein sehr, sehr komfortables Fahrzeug, ein äußerst hochwertiges Auto, aber es ist eben ein Sammlerstück, und das unterscheidet diesen Wagen von einer normalen S-Klasse oder von einer normalen Mercedes-Produktion. Es ist einfach ein Fahrzeug, was durch seine Ausstattung, durch seine Seltenheit wirklich etwas ganz Besonderes ist. Und das Tolle ist natürlich, er hat nur 2 Türen, er hat also einen sehr, sehr kurzen Radstand, hat ein elektrisches Dach, und Sie können auf der ganzen Welt, ob Sie in Südafrika sind oder auf Mallorca oder in den tollsten Destinations, die es gibt, hier mit einem ganz besonders exklusiven und seltenen Auto vorfahren. Und das ist schon fantastisch. Also ich finde den Wagen wirklich absolute Klasse. Was ihr hier seht, ist der Button Final Edition 200, da steht sogar in Chrom geschrieben. Es gibt von diesem Fahrzeug wirklich nur 200 Stück, und noch einmal wiederholt, das ist der einzige in dieser Mattfarbe, in diesem Mattanthrazit, mit diesem ganz tollen matten Interieur, mit dem zweifarbigen Leder. Das ist wirklich eine Besonderheit, und dieser hier ist ein echter One-Off. Vorne rechts am Kotflügel V8, das heißt, das ist ein großer 8-Zylinder mit genau 387 PS, hat ein gewaltiges Drehmoment und ist auch wirklich ein echter 8-Zylinder mit echten 5 Litern Hubraum, was ja heute bei ganz vielen Modellen gar nicht mehr gegeben ist. Ich mache jetzt mal die Haube vorne auf. Moment. Ja, Tür zu. Da wollen wir uns das nochmal angucken, wie diese tolle Maschine auch aussieht. Jetzt muss ich nur den Hebel finden. Der ist hier. Moment. So, also was ihr hier auch sehen könnt, das ist wirklich ein sehr gepflegtes Auto immer gewesen. Der ist damit nicht groß durch Gelände gefahren. Das ist ein Kunde, der kommt hier bei uns vom Chiemsee, wo wir ja zu Hause sind, in Rosenheim. Das ist vor uns vielleicht 10, 15 Kilometer weg. Und man kann an diesem Auto sehen, der ist nicht nur wirklich lückenlos Scheckheft gepflegt. Hier sind noch die ganzen Kärtchen dran. Wir haben auch das Scheckheft dazu entsprechend, sondern das Auto ist insgesamt wirklich in einem fantastischen Pflegezustand. Und ich tippe mal, man wird, wenn man den Wagen heute erwirbt, Auto kostet heute um die 230.000 €. Wenn man das Fahrzeug heute erwirbt, hat man nicht nur lange Freude, sondern man hat was ganz Seltenes, was mit Sicherheit einen sammlungswürdigen Charakter hat. Und dementsprechenden Wertzuwachs natürlich auch. Hier noch einige Erklärungen zum Interieur. Hier haben wir die Mittelautomatik. Hier sind die Heizungsbedienelemente. Da ist die Taste für die Klimaanlage. Hier hat er Sitzgebläse, hier hat er Sitzheizung. Also der Wagen hat wirklich alles. Hier oben sind die verschiedenen Einstellungen fürs Gelände, für Allrad, ist aber nie benutzt worden von dem jetzigen Besitzer. Hier ist die Handbremse, und vielleicht noch als besonderes Extra hier, das sind sämtliche Wangen der Sitze elektronisch
aufblasbar sind. Das heißt, man kann hier diesen Sitz, das ist eigentlich modernste Technik, schon auf die Ergonomie des eigenen Körpers völlig einrichten. Ich habe jetzt hier nochmal das Scheckheft eben gerade rausgeholt aus dem Handschuhfach. Also das Fahrzeug ist lückenlos Scheckheft gepflegt. Ich mache es nochmal ganz kurz auf, dass man es ein bisschen besser sieht. Es ist wirklich alles abgestempelt hier bei Daimler-Benz. Tue die gesamte Betriebsanleitung auch vollkommen komplett wieder ins Handschuhfach rein. Also es ist wirklich ein Auto mit allen Optionen, mit allen Extras in einem hervorragenden Pflegezustand. Und wie gesagt, das ist eine echte Rarität. Das Verdeck dieses tollen Geländewagens ist in Beige oder Karamell, wie das heißt. Was man hier hinten sieht, er hat auch diese gewaltige Radabdeckung, die ist in Chrom eingefasst. Und man sitzt praktisch, also die Gäste, die in diesem tollen Volant hinten sitzen, völlig offen in dem Fahrzeug. Und das ist wirklich ein außergewöhnliches Fahrgefühl. Ich kann das deshalb sagen, ich bin mit so einem Fahrzeug mal von Stuttgart bis nach Rosenheim gefahren. Über 140 wird es dann relativ laut, es flattert ja doch ein bisschen, aber es ist ein ganz erhebendes Gefühl, weil man auch sehr, sehr hoch sitzt in diesem Wagen und man fällt auf, aber eigentlich auf eine sehr, sehr dezente Art. Es ist trotz allem kein protziges Fahrzeug, es ist eine Rarität und das wird von vielen, sagen wir mal, Bewunderern auch wirklich erkannt und honoriert. Also wirklich mal eine Empfehlung. Das ist ein ganz toller Wagen, von dem ich glaube, dass er sehr, sehr hohes Wertsteigerungspotenzial noch hat die nächsten Jahre, weil er wirklich selten ist. Mein Favorit.